Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich komme wieder mit einem sehr interessanten Thema für euch, was ich für euch ausgesucht habe. Und zwar ganz wichtig, viele haben natürlich, wie schon oft besprochen, psychische Erkrankungen. Und in diesem Video möchte ich mit euch zusammen die Option durchgehen, wie kann ich mit meiner Vergangenheit abschließen? Wie kann ich die Vergangenheit loslassen? Viele Menschen sind durch Demütigungen, Verletzungen, durch Ex-Beziehungen oder negative Erlebnisse gebunden an ihrer Vergangenheit. Sie können nicht loslassen. Immer wieder erleben sie diese Retraumatisierungen, diese neuen Verletzungen, treffen immer die gleichen Partner in ihrem Leben, die sie immer gleich schlecht behandeln, treffen immer die gleichen Chefs, treffen immer auf die gleichen Umstände und diese Opferrolle, diese Opferrolle, die sie nicht loslassen können. Sie fühlen sich immer erniedrigt, schlecht behandelt, immer wieder bestätigt durch negative Erfahrungen, schlicht und ergreifend immer wieder das neue Leiden und Erleiden der bekannten Opferrolle. Wie kann man aus diesem Teufelskreis herauskommen? Mit diesem Video möchte ich mit euch zusammen Optionen durchgehen. Erstens, verzeihe dir selbst und den anderen. Das klingt immer wieder banal und muss stark differenziert werden. Verzeihen bedeutet nicht vergessen. Ja, wir können nicht vergessen, was wir erlebt haben an negativen Erlebnissen, Beziehungen, dass die Eltern die Kinder geschlagen haben, Vergewaltigungen und andere negative Sachen. Okay? Darum geht es nicht, sondern es geht um Loslassen. Warum muss ich loslassen? Durch diese Wut, durch die hohe emotionale Ebene, Hass, Wut, Ärger, Aggression, gibt es eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und diese Verbindung können wir beenden, indem wir ein neues Leben beginnen, indem wir loslassen, indem wir vergeben, indem wir sagen, ich vergebe mir, dass ich das zugelassen habe, dass es mir passiert ist, und ich vergebe dem Aggressor, ich vergebe der Person, die dafür zuständig war, oder die Personen, die dafür zuständig waren, wenn es mehrere waren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Akt, um die Vergangenheit loszulassen. Die Vergangenheit bestimmt meine Gegenwart und somit meine Zukunft. Und wenn ich immer wieder das Gleiche erlebe, so eine sogenannte Regression, dann erlebe ich auch, was ich damals erlebt habe, immer wieder, und das trägt sich mit in die Zukunft und somit entsteht dieser typische Teufelskreis. Das heißt, loslassen, vergeben. Ich vergebe mir, ich vergebe der anderen Person oder den Personen. Zweitens, setze deine Ziele und arbeite daran. Lass die Vergangenheit los. Ganz wichtig ist, das hat was mit dem ersten Punkt zu tun, setze dir neue Ziele. Indem du dir neue Ziele setzt und sagst, ich gebe der Vergangenheit, diesen Demütigungen, dieser negativen Energie, diesen toxischen Menschen nicht mehr die Möglichkeit, mein Leben zu bestimmen, sondern ich gestalte mein Leben neu. Neue Ziele, neue Hobbys, neue Lebensziele, Bereiche, Berufe etc. Dann beschäftige ich mich mit mir selber, mit meiner Zukunft, mit meinem Leben, mit meinem Interesse und nicht mit den Demütigungen aus der Vergangenheit. Ein wichtiger Akt der Selbstbefreiung. Drittens, ganz wichtig ist, ziehe einen symbolischen Schlussstrich. Was bedeutet das? Zum Beispiel gibt es die Option psychologisch, dass man alles aufschreibt, die ganzen schlechten, negativen Erfahrungen. Wenn ich nicht loslassen kann, kann ich alles auf ein Blatt schreiben. Die Demütigungen, die schlechten Erfahrungen, man kann Tagebuch führen. Und wenn man alles aufgeschrieben hat, was negativ war in der Vergangenheit, was mich festhält, was mich immer wieder emotional aufwühlt, dann kann ich dieses Buch einfach zum Beispiel wegschmeißen, verbrennen oder anders zerstören. In diesem Kontext, in diesem Akt löse ich mich frei von der Vergangenheit, indem ich alles aufgeschrieben habe, aus meiner Gedankenwelt rausgeholt habe, in die Realität und alles aufgeschrieben habe. Damit befreie ich mich, und der Akt der Befreiung wird dann vervollständigt, indem ich das Buch zerstöre, indem ich sozusagen alle negativen Gedanken zerstöre und somit einen Neuanfang starten kann. Was zum vierten Punkt führt. Blicke ganz rational auf deine Vergangenheit. Das heißt, wenn du dich immer noch nicht loslösen kannst, dann schreib alle Vor- und Nachteile auf, was mit dieser negativen
mit diesem negativen Gedanken dich verbindet. Ja? Das heißt, was hält dich so fest? Ja, wenn irgendwas mich festhält, dann hat es immer noch einen Vorteil. Dann möchte ich es wieder erleben, weil ich irgendwie Ängste habe oder ich habe Vorteile daraus. Schreibe alle Vor- und Nachteile auf, visualisiere sie. Du kannst dann sehen, aha, jetzt weiß ich, warum ich an dieser Emotionalität, an dieser Person, an diesem Erlebnis festhalte und dadurch kannst du dich frei machen. Auch ein wichtiger Akt, eine wichtige Freilösung aus der Vergangenheit. Und 5. Lerne aus den Fehlern der Vergangenheit. Ganz wichtig, man muss sich aus der Opferrolle loslösen, indem ich, wie gesagt, neue Ziele setze und das, was ich erlebt habe aus der Vergangenheit, nicht als Fehler sehe, sondern als Option für einen neuen Beginn, für einen neuen Anfang, für einen neuen Cut. Okay? Diese Tipps sind sehr, sehr wichtig, damit man versteht, dass Vergeben nichts zu tun hat mit Vergessen, sondern es ist ein Prozess des Loslassens, es ist eine Transformation. Das heißt, ich werde zu einer besseren Version von mir, indem ich loslasse, indem ich vergebe, indem ich visualisiere, indem ich alles aufschreibe, indem ich weiß, was mich bedrückt. Und wenn ich das alleine nicht schaffe, dann gibt es immer noch die Option eines Psychiaters, Psychologen oder Selbsthilfegruppen. Es gibt auch Selbsthilfe-Telefonnummern. Es gibt immer Hilfe. Man muss nur das wollen, es verstehen und es annehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, dass ihr immer körperlich und psychisch gesund bleibt. Schreibt eure Kommentare, eure Verbesserungsvorschläge. Ich freue mich und bleibt mir treu. Bis zum nächsten Video. Euer Dr. Majid. Stay safe, stay healthy and stay